Moin Leute, in der heutigen Folge wird euch Stefan ein Update über den Bau der Fischer Auktionshallen geben. Nico baut ein U-Boot für den Hamburg-Abschnitt. Klaus wird Oberleitung reparieren und meine Wenigkeit wird sich um die Modernisierung eines der ältesten Knopfdrücker kümmern, den Rüttler in der Straßenbaustelle in Knuffing. Bei der Straßenbaustelle in Knuffing handelt es sich um einen Knopfdrücker, der schon über 3,4 Millionen Mal gedrückt worden ist. Bei Aktivierung des Knopfes gibt es 3 Bewegungen. Einmal ein Kipplaster, einmal ein Bauarbeiter, der im Kreis läuft und der sehr beliebte Rüttler. Der Rüttler soll auch in die neue Platte integriert werden. Die anderen beiden Bewegungen werden erneuert, da sie gar nicht mehr unseren Standards entsprechen. Sowohl technisch als auch zum Reparieren ist das da noch alles fest verschraubt und nicht mehr einfach rausnehmbar, nachdem man einen Stecker abgezogen hat, wie bei unseren neueren Sachen. Beim morgendlichen Rundgang und bei Reparaturen ist mir aufgefallen, dass der Knopfdrücker die Straßenbaustelle mal dringend erneuert werden muss. Einerseits, um die Arbeit daran für uns zu erleichtern. Felix hat uns hier diesen Ausschnitt gemacht. Man wird den dann bald in einem rausnehmen können und ihn hier in der Werkstatt reparieren können. Und ein paar der Bewegungen werden wir auch erneuern. Ein bisschen lustiger und ein bisschen einfacher machen. Die 3 Bewegungen, die ich mir für die Baustelle überlegt habe, sind im Moment leider nur 2. Einmal die herrenlose Walze, die sich mit einem Linearantrieb bewegt. Einmal unser Rüttler, der kommt nach hier hinten. Hier vorne sollte nämlich ein Kipp-LKW hin, aber die Technik ist so riesig, der passt da nicht hin. Deshalb muss ich mir noch irgendwas Neues einfallen lassen. Die Walze fährt herrenlos in der Mitte der Baustelle rum und wird nach bisherigem Stand die Farbtöpfe der Maler alle überfahren und einen lustigen Regenbogen auf der frischen Straße hinterlassen. Kleine Frage zwischendurch: Wenn ihr eine Idee für einen kleinen, lustigen, einfachen Knopfdrücker habt, schreibt das gern mal ausführlich unten in die Kommentare. Der abkippende LKW ist sehr störungsanfällig, da ist noch ein Servo verbaut, die nutzen wir gar nicht mehr. Hier vorne der Bauarbeiter, der mit seinem Kabel in der Hand sich im Kreis dreht, macht von der Szene her einfach keinen Sinn. Das sind die beiden Sachen, die wir erneuern. Und dann haben wir da noch unseren Rüttler. Und der ist sehr speziell. Ich habe viel Zeit hier verbracht und es ist schon lustig, wie sehr sich die Gäste darüber freuen, wenn er anfängt rumzurütteln. Ich habe einmal nachgerechnet, 100 Mal rüttelt er pro Knopfdrücker. Das heißt, er hat schon über 340 Millionen Mal gerüttelt. Was man auch sehen kann, der hat sich schon richtig in die Platte eingearbeitet. Ich habe nachgeguckt, ob man die Mechanik darunter erneuern oder verbessern kann. Aber die ist tatsächlich so störunanfällig und hat jetzt so lange durchgehalten, die wird auch noch weitere 10 Jahre halten. Deshalb übernehmen wir ihn genau so, wie er ist. Wir sind hier gerade unter der Anlage, jetzt direkt unter dem Rüttler, und wir bauen den jetzt einmal aus, um den in die neue Platte unten in der Werkstatt einsetzen zu können. Hier haben wir die ausgebaute Technik des Rüttlers. Hier kann man die geniale Einfachheit sehen, wie das ganze Teil gebaut ist. Das ist eine alte Spule aus einem Relais. Wenn es Spannung bekommt, entsteht ein Magnetfeld. Das Magnetfeld zielt diese Wippe nach unten an und lässt sie wieder los. Und oben tanzt dann der Rüttler in einem Kronkorken auf und ab. Hier haben wir jetzt die alte Mechanik vom Rüttler und jetzt werde ich Löcher bohren und Gewinde schneiden, um sie in die neue Platte einsetzen zu können. Der Linearantrieb von der Walze sitzt jetzt am richtigen Platz. Die Spule vom Rüttler ist eingebaut. Und bis zum nächsten Mal überlegen wir uns, was da hinten ein LKW in der Ecke macht. Und ich baue die Mechanik dafür fertig.
Heute sind wir beim Thema Oberleitung. Oberleitung bauen wir aus dem Grunde, weil wir es einfach toll finden. Wir finden das auch so toll hier im Hamburg-Bereich, dass wir das in jedem Bereich, wo E-Lok fahren, auch mit aufbauen. Die Loks fahren elektrisch, viele fahren mit Diesel noch, aber elektrisch halt deutlich umweltfreundlicher, effizienter, besser als Dampfloks auch. Geht natürlich viel kaputt, gerade in diesem Bereich, wo die Leute durchlaufen. Die sind sehr dünn, 0,4 und 0,3 mm Durchmesser, aber da bricht zum Beispiel mal ein Mast ab oder es fehlt ein Stück Oberleitung. Können wir natürlich nicht so lassen. Deshalb sind wir heute dabei und reparieren diesen kleinen Teil. Und irgendwann lief es einfach so, dass wir Österreich umbauen wollten. Und dann hieß es halt, du kannst ja mal damit anfangen. Ja, und habe ich mir das angeguckt. Und da ich ja bei der Bundesbahn gelernt habe, das wusste aber zudem, oder war nicht bekannt. Und ich habe da tatsächlich in der Oberleitung gearbeitet, bot sich das an. Und hier ist natürlich insofern schöner. Bei der Bahn war das so, es war entweder kalt oder es war heiß, es war schwer. Hier ist alles ein bisschen leichter, es regnet nicht rein, im Winter wird geheizt. Perfekt. Dann wollen wir mal anfangen, den ganzen Kram zu reparieren, bis es dann das nächste Mal kaputt geht. Schauen wir mal, dass wir ihn verletzungsfrei rauskriegen hier. So, und der Mast ist zwar kaputt, aber der Ausleger ist noch heil und deshalb versuchen wir das mal so zu tauschen. Mast steht, jetzt fehlt noch der Fahrdraht. Jetzt werden noch die Reste abgeschnitten. Und einmal gehen wir noch mit dem Magneten über die Schienen und haben noch einen Drahtrest gefunden. Das gibt ganz bösen Ärger, wenn wir einen Kurzschluss bauen. Mit dem Leitstand. Das finden die nicht witzig, verständlicherweise. Das war's. Ja, wie ihr in den letzten Folgen schon gesehen habt, haben wir die Fischauktionshalle neu gebaut und ich zeige euch jetzt noch mal kurz die Zeichnung am Rechner, weil ich habe die Halle entworfen und auch zusammengebaut. Die Fischauktionshalle heißt Fischauktionshalle, weil sie ursprünglich zu dem Zweck gebaut wurde, Fisch zu versteigern oder auch dort zu handeln oder zu verschiffen. Seit 1984 steht die Fischauktionshalle unter Denkmalschutz und das spiegelt ja auch die Wichtigkeit dieses Gebäudes für Hamburg wider. Und deswegen durfte sie auf unserer Anlage natürlich nicht fehlen. Ja, wir hatten hier die Basisfläche. Um mehr Fischmarkt ausschmücken zu können, haben wir davor 10 cm noch zusätzlich an Fläche geschaffen. Ja, es gab auch Schwierigkeiten, wie eigentlich bei jeder Konstruktion. Und zwar hatten wir hier das Problem, dass wir eine ziemlich große plane Fläche haben. Und die ist ja mit Kopfsteinpflaster versehen. Und ja, wir haben das hier reingraviert und es ist aber immer noch eine platte Fläche. Und das Glück ist, dass es ziemlich stark ausgeschmückt ist mit Buden, dass es nicht so auffällt. Aber das ist für die Zukunft auch immer wieder eine Herausforderung, dass die Natur natürlich nicht platt ist wie eine Polystyrolplatte, sondern Vertiefungen drin hat, Regenabläufe, gerade Kopfsteinpflaster ist sehr uneben. Und das darzustellen, ist halt im Modell einfach sehr schwierig. Ja, ich zeige euch jetzt noch mal ein kleines Detail, wo ich die letzten Tage dran gearbeitet habe. Das ist dieser Schwimmkran hier. Der ist jetzt fast fertig. Der steht im Original, steht der im Museumshafen in Uebegönne. Aber da wir ja alles ein bisschen gestaucht haben, liegt der eigentlich direkt bei uns im Hafenbecken neben der Fischauktionshalle. Und für den Wiedererkennungswert ist dieser Kran halt relativ wichtig. Und deswegen haben wir den auch noch dargestellt. Ja, wir gehen jetzt nach oben und in der Zeit zeigen wir euch, was in den letzten Wochen mit der Fischauktionshalle passiert ist.
Ja, also hier seht ihr jetzt das fertig eingebaute Modell. Der Fischmarkt ist auch schon ausgeschmückt und die Gleise sind drin. Der Anschluss da hinten zu den Gleisen muss später noch gemacht werden. Jetzt kann ich noch mal kurz ein paar Details zum Gebäude erzählen. Und zwar habt ihr gesehen, das ist auf dem Rechner gezeichnet, dann CNC gefräst. Danach habe ich die einzelnen Teile zusammengeklebt und das Gebäude von innen erstmal geschwärzt, damit später nach dem Beleuchten kein Licht aus den Fugen fällt. Und ganz fummelig waren diese einzelnen dunkelbraunen Steine um die Fenster. Die habe ich alle von Hand drauf gemalt. Das war ein bisschen frimmelig. Zur Gesamtfläche hier lässt sich jetzt sagen, das ist so ein Zwischenschritt. Alles Mögliche liegt jetzt noch an Land, was wir später zum Wassergießen in das Wasser reinsetzen. Zum Beispiel diese Poller oder auch die Schiffe. Die liegen alle noch hier im Trockenen sozusagen. Wir haben hier auf dem Gelände auch noch das älteste Fischrestaurant Hamburgs dargestellt. Dahinter auf dem Gleis soll später der Museumsbus Fridolin stehen. Der ist jetzt gerade noch da vorne auf der Ecke. Der wird dann später umgesetzt, wenn die Schiffe wegkommen, weil die werden im nächsten Arbeitsschritt hier in den Museumshafen gesetzt und dann wird das Wasser gegossen. Also die sind nachher hier mit in dem Bereich, ebenso wie diese Poller, die hier jetzt überall noch liegen, die werden dann hier eingesetzt und auch der Schwimmkran und später auch das U-Boot da vorne. Ja, wenn man so seinen Blick über den Fischmarkt schweifen lässt, kann man einiges entdecken. Also Bobby hat hier wirklich ziemlich viel tolle Sachen gebaut. Hier haben wir einen Blumenverkäufer oder sogar den Verleinix aus Asterix damit zwischen und Ballonverkäufer, wo ein Kind gleich mit wegfliegt und ein riesen Fisch, der hier weggetragen wird. Also es ist sehr interessant zu sehen. Und direkt vor mir seht ihr hier noch so eine helle Fläche. Da kommt das U-Boot drauf, das wir im Anschnitt zeigen. Da kann euch Nico ein bisschen was zu erzählen. Und überhaupt, wie es weitergeht und was hier noch so gebaut wird, das zeigen wir euch dann in der nächsten Folge. Das ist das U434. Das ist ein U-Boot, was in Hamburg am Fischmarkt liegt. Das kann man besuchen, so als Touristenattraktion. Und das war vorher in der Hafen City, ist jetzt, wie gesagt, an den Fischmarkt gezogen und deshalb bauen wir es jetzt auch bei uns auf die Anlage. Das war gar nicht so einfach, die Form hinzukriegen. Das ist ja hinten so im Querschnitt wie so ein Kreis. Und hat vorne dann aber einen senkrechten Bug. Also ich musste irgendwie das hinkriegen, von so einer runden Form nach vorne hin spitz zuzulaufen. Das hat mich ganz schön Zeit gekostet am Computer. Und dann war uns allen, also mir und den Kollegen, wichtig, dass das hier, man sieht, dass das schon einiges mitgemacht hat und auch schon fast 50 Jahre alt ist. Hier fallen mal so Platten ab. Hier gibt es irgendwelche Risse, also es ist auch, wenn man vorbeiläuft, ganz schön wellig die Oberfläche und einfach so zusammengedengeltes Blech. Irgendwie gruselig die Vorstellung, da, weiß ich nicht, 1000 Kilometer unter Wasser zusammen zu fahren in so einem zusammengenieteten Teil. Ich hatte erstmal ein Modell aus Styrodur gefräst, weil das günstiges Material ist und einfach schnell zu fräsen ist, weil das so weich ist, um zu sehen, ob die Form so hinhaut und auch mit der Größe. Dann hier mal so ein Männchen draufgestellt und zuerst dachte ich, es wäre zu groß, aber wenn man es oben mal auf die Anlage tut, dann ist es genau richtig. Im zweiten Schritt habe ich dann ein genaueres Modell von dieser Oberfläche gefräst mit diesen Platten, um zu gucken, ob wir das hinkriegen, dass das so zerdengelt aussieht und dass mal eine Platte mal so ein bisschen reingedreht ist und hier mal so eine Spitze rausschaut. Und das ist jetzt ein Kunststoffmaterial, was viel härter ist als der Styrodur, aber trotzdem kann man das super bearbeiten. Das ist so ganz fein, kann man das auch abschleifen, reinschneiden und es wird richtig genau. Und dann hat der Lennart das gefärbt, hat hier noch mal so ein bisschen Rost in die Fugen gemacht und so. Und jetzt gefällt mir das schon ziemlich gut. So werden wir das machen. Als nächstes werde ich also dieses ganze Riesenteil fräsen. Bin ich schon ein bisschen aufgeregt, ob das so rauskommt, wie ich es mir erhoffe. Dann färbt der Lennart das meisterhaft. Dann bauen wir es in die Anlage ein, mitsamt dem Wasser, was wir so rangießen. Und das werdet ihr in einer der nächsten Folgen bewundern können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns heute bei der Arbeit über die Schulter zu gucken. Wie gesagt, wenn ihr eine lustige Idee habt für einen Knopfdrücker, schreibt das gerne in die Kommentare. Und hängt nicht so viel vor dem Rechner rum und geht ein bisschen nach draußen. Blue